Kann ich Ihnen helfen? Dann allerdings. Mir ist saukalt und ich bin direkt in Ihre Falle gelatscht. Hey, das ist nicht meine. Alles okay? Dana, das ist Hagen. Liebe trifft uns aus heiterem Himmel. Plötzlich schlägt der Blitz ein und im Hirn wird ein Schalter umgelegt. Und zwar von normal auf verrückt. Ah, mein Sakko. Das habe ich schon überall gesucht. Stufe 2, Panik. Wir haben Angst, dass er merkt, was mit uns los ist und führen uns auf wie die allerletzten Trottel. Ja, das ist mir über den Weg gelaufen. Gut, dass du es eingefangen hast. Sakkos machen die seltsamsten Dinge, wenn man sie aus den Augen lässt. Auch im Kaffee? Vielen Dank. Aber ich trinke meinen Kaffee lieber aus der Tasse. Warten Sie, ich mache das schon. Bitte setzen Sie sich doch, ich kümmere mich. Dir hängt der gestrige Vorfall noch ein bisschen nach, was? Hast du wenigstens gut geschlafen? Geht so. Nicht so besonders. Hat dir der Fuß wehgetan oder hast du von Wilderern geträumt? So ähnlich. Leider haben wir keinen Einfluss darauf, wann es uns erwischt. Oder mit wem. Im günstigsten Fall passiert es beiden zur gleichen Zeit. Im schlimmeren Fall ist der eine verliebt und der andere vergeben. Und im allerschlimmsten Fall sogar an die eigene Schwester. Also, Dana, was machst du eigentlich, wenn du nicht gerade einem Wilderer in die Falle tappst? Ich bin Pferdewirtin, spezialisiert auf das Training von Galoppern. Aber gerade arbeitslos, oder? Weil ich gekündigt habe, ja. Bevor man dich rausgeworfen hat. Marlene hat mir alles erzählt. Danas neuer Chef ist echt ein Albtraum. Wir hatten unterschiedliche Auffassungen darüber, wie man ein Gestüt leitet. Ich bin mal gespannt, wie der aus der Wäsche guckt, wenn du dem den Tierschutz vorbeischickst. Donnerwetter. So langsam verstehe ich, warum der Mann ein Problem mit dir hatte. Würdest du Pferde mit Aufputschmitteln vollpumpen, um ihre Leistung zu steigern? Wenn es medizinisch vertretbar wäre. Verstehe. Na, dann bin ich mal gespannt auf die Zustände in deiner Diamantmine. Ich lasse meine Arbeiter unter menschenunwürdigen Bedingungen schuften, unterstütze Kinderarbeit und finanziere mit meinen Gewinnen einen hübschen kleinen Bürgerkrieg. Man nimmst du eigentlich gar nichts ernst? Doch, mich selbst. Oh. Entschuldigt, da muss ich rangehen. Ein Aufseher aus meiner Mine. Wahrscheinlich proben die Sklaven gerade den Aufstand. So kratzbürstig kenne ich dich ja gar nicht. Er bringt mich einfach mit seinen Ansichten auf die Palme. Dana, das ist bestimmt ein Missverständnis. Ach ja, du warst doch selber dabei. Komm schon, ich weiß genau, was du hast. Nein, du denkst jetzt, das ist falsch, aber ich werde... Du kannst Hagen nicht ausstehen. Einen wunderschönen guten Morgen. Was willst du? Deine Märchenprinzen ein Angebot machen. Die Firma braucht einen Hausmeister. Vielleicht hat er Interesse. Philipp hat einen Termin. Sag, was du willst und verschwinde. Du hast doch sicher auch gehört, dass Sebastian in Ludwigs Auftrag das Auktionshaus zurückgekauft hat. Ich dachte, es wäre auch in deinem Interesse, dass Ludwig verlorene Geschäftsbereiche wieder zurückholt. Ja, weißt du, wenn er das tut, um seine Brut an den Schaltstellen zu positionieren, dann finde ich das weniger erquicklich. Du hast Sorge, dass sich etwas deinem Einfluss entzieht. Nein, so weit wird's doch nicht kommen. Dafür habe ich doch dich. Helena hat Zugriff auf sämtliche Interne des Unternehmens. Du wirst sie mir besorgen. Das ist ja wohl nicht dein Ernst. Den Weg hast du umsonst gemacht. Du willst deine Zukunft ohne seine Durchlaucht verbringen? Ach, jetzt verstehe ich. Du hattest nur ganz kurz vergessen, wer ihn für dich aus dem Knast geholt hat. Heute ist Zahltag. Die Uni stellt mir einen Job in Aussicht. Einen Auftrag für Lehre und Forschung am Institut für Astronomie. Was wollen Sie denn hier? Ansgar wollte gerade gehen. Tja, also ehrlich gesagt, ich finde, hier wird's doch gerade erst so richtig schön gemütlich.
sagen, ist nicht arrogant. Er macht eben gerne Witze. Er soll mich aber mit seinen Sprüchen verschonen. Mehr will ich doch gar nicht. Ist was passiert? Christian ist vom Pferd gefallen. Mein Pferd ist fast in so eine Falle getreten und da bin ich über den Kopf abgestiegen. Brauchst du einen Arzt? Das ist Dana, meine Schwester. Hallo. Und was ist mit dem Pferd? Ach, das hat nur eine kleine Macke am Huf. Wenn ich diesen Typen erwische, der dafür verantwortlich ist, den mache ich fertig. Du bist doch gestern Abend auch in eine Falle getreten. Ja, ich hatte eine kleine Panne auf dem Weg und bin stecken geblieben. Ist eine lange Geschichte. Das reicht. Ich rufe sofort das Forstamt an. Die sollen das erledigen. Ja, wer weiß, was sonst noch alles passiert. Sagst du deinem Vater Bescheid? Ich kümmere mich um alles Weitere, sobald ich mich um den Huf des Pferdes gekümmert habe. Teebaumöl mit Jojoba hilft bei Hufverletzungen. Tierärztin? Pferdewirtin. Ah, dann sind wir Kollegen. Arbeitest du auch auf Königsbrunn? Ich bin nur zu Besuch. Brauchst du Hilfe bei der Verletzung? Ich brauche eher jemanden, der den Forstleuten sagt, wo diese Fallen sind. Weißt du noch, wo die sind? Na klar. Du gehst schon mal zum Pferd und ich kümmere mich um die Forstleute. Ja. Dafür gibt es doch Personal. Kein Problem. Besser als jedes Hanteltraining. Da sieht man aber nicht viel von. Man soll mit seinen Reizen geizen. Hey, als ich dir vorhin beim Frühstück auf den Schlips getreten bin. Seit wann so sensibel? Höflich. Auf einmal? Hackt ihr schon wieder aufeinander rum? Ich wollte mich gerade bei Dana entschuldigen. Okay, angenommen. Ich muss dann mal. Erst einen Tag hier und schon so geschäftig? Darf man fragen, wo du hin willst? Euer Pferdewirt hat das Forstaufsichtsamt angerufen wegen der Fallen. Wenigstens einer, der sich darum kümmert. Darum verstehe ich jetzt auch nicht, warum du durch den Wald geistern willst. Na, um den Beamten die Stelle zu zeigen, an der sie gestern in die Falle getappt ist. Die finden sich auch ohne ihre Hilfe zurecht. Die kennen im Wald jedes Astloch. Aber mit meiner Hilfe geht es schneller. Sprach's und latscht in die nächste Falle. Falls ich nicht zurückkomme, weißt du wenigstens Bescheid. Ich habe aber keine Lust, nach dir zu suchen, Dana. Du bleibst hier. Es klingt fast so, als wolltest du mir Vorschriften machen. Allerdings. Denn du versuchst ja im Moment, in jeden Fettnapfkopf über reinzuspringen. Ach, ist es nicht schön, dass wir alle dreimal so harmonisch beieinander sind? Nikola, hast du vielleicht ein paar Kekse? Wie lange willst du dich hier noch breit machen? Nur so lange, bis wir uns einig sind. Nikola hat's nicht so mit dem Geschäft. Manchmal muss man ja alles ganz ausführlich erklären. Ich kann mir kaum vorstellen, dass Nikola mit Ihnen Geschäfte macht. Um was geht es denn genau? Die goldene Regel. Eine Hand wäscht die andere. Ansgar, du gehst zu weit. Ja, das kann ich besonders gut. Deswegen sitzen wir auch hier in dieser trauten Runde. Könnt ihr mir mal erklären, worum es eigentlich geht? Das sind eigentlich Familieninterner, obwohl, da Philipp jetzt ohnehin schon so gut wie zur Familie gehört, können wir ihn doch eigentlich einweihen. Was meinst du, Nikola? Okay, Ansgar. Entweder Sie sagen mir jetzt, was Sie von Nikola wollen, oder Sie verlassen meine Wohnung. Meine Wohnung, wenn wir mal genau sein wollen. Also? Also gut, ich mach's. Na, wer sagt's denn? Soll ich dich gleich mitnehmen? Prinz, es war mir wie immer ein Vergnügen. Vielleicht sollten Sie schon mal ein bisschen Geld auf die Seite legen. Jetzt, wo Sie einen Job haben, müssen wir vielleicht mal über Miete reden. Egal, ob ich dich frage, du sagst es mir doch nicht, richtig? Es geht um die Firma und du weißt doch, das mit der Firma, das interessiert mich überhaupt nicht. Und warum werde ich das Gefühl nicht los, dass dich Ansgar erpresst? Vielleicht, weil du dir nicht vorstellen kannst, dass jemand etwas freiwillig für Ansgar tun würde. Außerdem geht es um die Familie, du kennst das doch. Ach, und nachher musst du mir alles von deinem neuen Job erzählen, okay? Alles klar, Frau Schneider hat einen Tisch für uns. Wir waren schon seit Ewigkeiten nicht mehr zusammen aus. Es tut mir leid, dass du es vermisst hast. Jetzt kannst du es ja wieder gut machen. Ich gehe mich noch schnell umziehen. Eigentlich hatte ich ja vor, Dana mitzunehmen. Frag sie doch. Wir sind ein Herz und eine Seele. Sie wollte trotzdem nicht mit. Die Sache mit den Fallen im Wald hat ihr keine Ruhe gelassen. Ist sie etwa doch im Wald unterwegs? Sie geht doch nur den Forstbeamten entgegen. Macht doch nicht so eine große Sache draus. Der ganze Wald liegt voller Fallen. Sie hat Glück gehabt, dass sie gestern so glimpflich davongekommen ist. Dana ist kein kleines Kind, Hagen. Die Fallen sind gut versteckt. Man findet sie nicht leicht und man kann sich ernsthaft daran verletzen. Dann willst du sie suchen? Wir holen das Abendessen nach. Versprochen. Ich rufe dich an, sobald ich sie gefunden habe. Hey, ich dachte, du hast ein Shooting. Abgesagt. Viel zu tun? Ja, hör bloß auf. Von der Uni direkt in die Berufswelt. Und dann auch noch ein Auktionshaus mit 40 Angestellten. Mir geht richtig die Düse. An was arbeitest du gerade? Ich habe so ein paar Kunstsammlungen im Auge, die aufgelöst werden sollen. Aufgrund des begrenzten Budgets können wir nicht bei den ganz Großen einsteigen.
Ach, hier, aus der Schweiz. Zeitgenössische Fotografie. Was sagst du? Ah, ich kenne den Künstler. Er hat viel Potenzial. Also, entweder du machst damit richtig Geld oder das Ganze geht total in die Hose. Mhm. Naja, ich brauche erstmal einen soliden Stamm, bevor ich mit dem Experimentieren beginnen kann. Finde ich gut, dass du vorsichtig bist. Ja, Ansgar wartet nur darauf, dass ich meinen ersten großen Fehler mache. Lass dir von Ansgar keine Angst machen. Keine Sorge. Außerdem hoffe ich auf kompetente Verstärkung. Es gibt da so ein paar Exponate, von denen ich nicht genau weiß, wie ich sie beurteilen soll. Wir könnten uns die mal zusammen ansehen. Ich soll bei dir einsteigen? Nur die ersten Wochen. Nico, ich brauche jemanden, dem ich absolut vertrauen kann. Du hast selber genug zu tun, richtig? Helena, ich muss dir was sagen. Wie bitte? Ansgar erpresst dich? Was meinst du damit? Er will, dass ich mich an dich heranspiele, dich ausheuche, ihm Details über die finanziellen Hintergründe der Firma besorge. Aber die Hintergründe kennt er doch selbst. Du kennst doch Ansgar. Er hat Sorge, dass Sebastian ihm etwas verheimlicht. Moment mal, ich verstehe das nicht ganz. Was hat Ansgar denn gegen dich in der Hand? Oh, seine durchlaucht der Mörder. Was verschafft mir denn die Ehre? Es war heute so nett mit Ihnen, da dachte ich, wir können unser Gespräch noch vertiefen. Na, da Sie ohnehin nichts Besseres zu tun haben. Und da Familie so etwas Schönes ist, dachte ich, wir können uns ein bisschen besser kennenlernen. Dass Sie Nicola erpressen, verbindet uns doch gleich noch viel mehr, nicht wahr? Ansgar hat die Staatsanwaltschaft bestochen, damit sie Philipp aus der U-Haft entlassen? Wir hätten doch nie gedacht, dass Antonias Tagebuch ein solches Gewicht hat. Aber plötzlich war genau das Gegenteil der Fall. Und Sie dachten, Philipp hat das wirklich getan? Zumindest haben sie ihn nach der Haftuntersuchung noch nicht mal auf Bewährung freigelassen. Und warum sollte ausgerechnet ich Sie aus der U-Haft geholt haben? Zumal Sie doch mit Sebastian so einen hervorragenden Anwalt haben. Wir wissen beide, dass die Beweislast erdrückend war. Irgendjemand muss den Richter umgestimmt haben und ich vermute, dass Sie dazu in der Lage sind. Nicola wollte es mir nicht erzählen, aber das sieht ihr ähnlich, dass sie nicht mit den Heldentaten ihres Bruders hausieren geht. Nico, das wusste ich alles nicht. Niemand weiß es. Noch nicht mal Sebastian. Helena, was hätte ich denn tun sollen? Hätte ich mit ansehen sollen, wie Philipp 20 Jahre in den Knast wandert? Natürlich nicht. Nur deshalb bin ich zu Ansgar gegangen. Weil ich wusste, wenn ihn einer rausholen kann, dann er. Und jetzt lässt sich dieses Schwein dafür bezahlen. Aber das hat er sich zu leicht vorgestellt. Dana? Hey, da bist du ja. Ich hab dir doch gesagt, du sollst nicht alleine in den Wald gehen. Spielen wir jetzt Verstecken oder was? Sind Sie für die Fallen hier im Wald verantwortlich? Hey, ich hab Sie was gefragt. Elisabeth. Entschuldige, ich wollte dich nicht stören. Charlie hat nur gerade angerufen. Ihr hattet einen Tisch heute bestellt? Stimmt. Das habe ich völlig vergessen. Das ist überhaupt nicht schlimm. Charlie hat sich nur gewundert, wo ihr bleibt. Wo ist Hagen? Im Wald. Herr Mann hat beim Forstamt angerufen wegen des Fallenstellers, ja. Und Dana wollte Ihnen den Weg zeigen. Hagen hat sich Sorgen gemacht. Und du? Dana, hau ab, ich schaff das doch alleine. Das sehe ich. Scheiße. Lassen Sie ihn los, sofort! Komponierst du auch Stücke selbst? Leider nur selten. Meine Engagements haben mich viel zu sehr in Beschlag genommen. Dana, bist du verrückt? Leg den Stock weg! Loslassen, habe ich gesagt. Sind Sie taub? Immer wieder erstaunlich, welche Abgründe in Menschen schlummern. Dieser Richter ist nun wirklich der Letzte, dem ich so etwas zugetraut hätte. Der hat mit meiner Angst um ihren guten Ruf. Der lieber ein Mörder auf freiem Fuß, als dass die Vorstadt-Idylle ins Schwanken kommt und
Die Ehefrau erfährt, was der reizende Gatte so nach Dienstschluss treibt. Allerdings haben Sie dieses Mal den Richtigen rausgeholt. Ich bin kein Mörder. Es sind doch gerade die selbstgerechten Moralisten, die ein Doppelleben führen. Wahrscheinlich haben Sie recht. Interessant allerdings, dass Sie sich so gut damit auskennen. Tja, wir haben all unsere kleinen Geheimnisse. Dann trinken wir mal darauf, dass Sie auch geheim bleiben. Denn wenn Sie Nikola noch einmal erpressen, muss ich der Staatsanwaltschaft leider mitteilen, dass Sie Beamtenbestechung betreiben. Und zwar in großem Stil. Was denn? Und Sie glauben, damit können Sie mir drohen? Dann kommt raus, dass es einen Verfahrensfehler gegeben hat. Die ganze Sache wird neu aufgerollt. Und was das bedeutet, können Sie sich doch vorstellen. Untersuchungshaft, Haftprüfung, Gefängnis, ein Verfahren mit unbekanntem Ausgang. Darauf lasse ich es ankommen, Ansgar, denn ich bin unschuldig. Ich sitze lieber im Gefängnis, als dass Nikola von Ihnen erpressbar ist. Haben Sie das verstanden? Und glauben Sie mir, ich mache ernst. Denn im Gegensatz zu Ihnen habe ich keinen Ruf mehr zu verlieren. Was ist denn los? Sie riskieren Ihre Freiheit für einen kleinen Gefallen? Für Nikola, das ist ein Unterschied. Ich fürchte, dieses Mal haben Sie sich mit dem Falschen angelegt. Vielen Dank und machen Sie sich keine Sorgen. Wenn was ist, dann bringe ich Herrn von Landstein sofort ins Krankenhaus, ja? Quatsch, ich bin gleich wieder auf Deck. Glaubst du, ich habe dich ernsthaft verletzt? Nein, nur mein Stolz. Und? Wer ist dieses Mal in die Falle getappt? Hör bloß auf, ohne dich wäre es alles gar nicht passiert. Na komm schon, wer hat sich denn hier überrumpeln lassen? Was glaubst du wohl, warum ich hier bin? Ich wollte dich beschützen. Hat ja super geklappt. Au. Ich glaube, das gibt einen ordentlichen Bluterguss. Kannst du glauben bei deinem Silberrücken? Komm schon, lass mal sehen. Du hast ja doch eine weiche Seite. Was hast du denn gedacht? Dass ich dir mit Absicht wehtue? Das hätte mich jedenfalls nicht gewundert. Ja, nur mal sehen, ob noch alles dran ist. Du hast echt eine gute Vorhand. Nur leider habe ich den Falschen getroffen. Das beruhigt mich jetzt aber, dass du das sagst. Gib's zu, kleine Kratzbürste. Ganz tief in deinem Herzen magst du mich ein bisschen. Stimmt's? Au! Ich reise ab. Was? Aber warum? Ich bin arbeitslos. Ich muss mich um einen neuen Job kümmern. Heute? Genau. Dana, Hagen ist nicht sauer wegen dieser Sache im Wald. Wer weiß, was passiert wäre, wenn du ihm nicht geholfen hättest. Es geht hier überhaupt nicht um Hagen. Ehrlich. Ich habe einfach nicht die Ruhe, hier rumzusitzen. Ich will wissen, wie es mit mir im Leben weitergeht, beruflich. Das ist alles. Du bist doch erst gestern gekommen. Ich habe gehofft, du bleibst wenigstens ein paar Tage. Das geht nicht. Dana, niemand im Schloss nimmt dir irgendetwas übel. Und Hagen... Jetzt hör doch mal auf mit deinem Hagen. Um den geht's überhaupt nicht. Okay? Ich kann dich ja wohl schlecht zurückhalten. Dann musst du also gehen. Aber kommst du wenigstens zu meiner Hochzeit? Na klar. Ich kann nicht glauben, dass Ansgar seine eigene Schwester erpresst. Er hat auch seine eigene Mutter in die Psychiatrie einweisen lassen, nachdem er ihr das ganze Vermögen abgeknüpft hat. Wenn es Ansgar etwas nützt, dann sitzt Philipp wieder ganz schnell im Knast. Ja, jetzt guck nicht so, was hätte ich denn machen sollen? Vielleicht mit Philipp reden? Und ihm sagen, dass Ansgar die halbe Staatsanwaltschaft und den Richter bestochen hat, um ihn da rauszuholen? Nee, es reicht schon, wenn ich damit leben muss. Ja, aber es gibt sowas wie Ehrlichkeit in Beziehungen. Wird von den meisten Menschen überschätzt, aber ich finde, es hat sich bisher bewährt. Elena, Philipp hat in letzter Zeit so viel durchgemacht. Er saß unschuldig im Gefängnis. Er hatte sogar Albträume deswegen. Aber jetzt geht es ihm wieder gut. Er träumt von einer Zukunft in der Wissenschaft. Soll ich ihm das jetzt alles wieder kaputt machen? Trotzdem, Philipp würde niemals wollen, dass du dich aus Liebe dieser Belastung aussetzt. Tu nicht nur ihm den Gefallen, sondern vor allem dir. Sei ehrlich zu Philipp. Und dann? Dann werden wir Partner. Und machen Ansgar so richtig die Hölle heiß.
Hey, Dana! Warte doch mal. Du willst einfach weg, ohne dich zu verabschieden? Hey, du hast mir fast das Rückgrat gebrochen. Das verbindet doch irgendwie. Komm schon, gönn mir wenigstens ein bisschen Reue. Es tut mir immer noch total leid. Zufrieden? Noch nicht ganz. Marlene sagte, die Jobsuche treibt dich in die große, weite Welt. Naja, irgendwann muss ich mir ja mal was suchen. Und genau darüber habe ich mit Elisabeth geredet. Hier auf Königsbrunn sind 2 Stellen frei. Und welche? Sie suchen einen Pferdewirt und einen Hofhund. Und welche Stelle würde deiner Meinung nach besser zu mir passen? Diese Frage solltest du mir nicht stellen. Denn ich bin nicht ganz unvoreingenommen. Überleg es dir. Marlene würde sich freuen. Und ich auch. Hey, Hey, wie war dein Treffen mit Helena? gut. Ich werde ihr in Zukunft ein bisschen unter die Arme greifen. Und was hast du gemacht? Altlasten entsorgt. Das hatte ich heute auch vor. Klingt so, als würdest du es noch ein bisschen vor dir herschieben. Ja, ich warte noch auf den richtigen Zeitpunkt. Es gibt ein altes Sprichwort. Man kann das Einfache tun oder das Richtige. Man kann es natürlich auch lassen und sich für den totalen Wahnsinn entscheiden. So wie ich. Entschuldigen Sie, ich wollte mich nur für das Stellenangebot bedanken und würde gerne annehmen. Und ich dachte schon, du reist ab. Ach, das freut mich aber sehr. Ich bin mir sicher, Sie werden es nicht bereuen. Herzlich willkommen auf Königsbrunn. Danke. Ja, bitte, frühstücken Sie doch mit uns. Christian wartet bestimmt schon auf mich. Und wir sehen uns später. Warte, ich komme mit. In Sachen Gefühl gibt es sogar 3 Möglichkeiten. Leugnen, akzeptieren oder weglaufen. In meinem Fall wäre weglaufen das Richtige, aber sind wir auf der Welt, um immer das Richtige zu tun? Just like a song in my heart, just like oil on my